Mittlerweile sind wir tief in Ecuador eingetaucht und dieses Land zieht uns vollkommen in seinen Bann. Doch die Reise zeigt uns gerade auch ihre rauen Seiten. Die Regenzeit fordert uns heraus und oft kommt es eben doch ganz anders als geplant. Und zu allem Überfluss ist unser Van auch noch undicht. Da oben tropft nämlich richtiggehend das Wasser durch, aber wir nehmen die Dinge, wie sie kommen. Denn Ecuador schenkt uns trotz allem Momente, die alle Widrigkeiten wert sind. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir stehen am Fuß des Chimborazo, einer der bekanntesten Orte Ecuadors. Aber leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Man sieht überhaupt gar nichts von ihm. Ihr müsst es uns jetzt einfach glauben, hier in dieser weißen Wand des Nichts befindet sich der schlummernde Vulkan Chimborazo. Ecuador hat ja insgesamt etwa 90 Vulkane, davon sind 30 noch aktiv. Chimborazo selbst ist vor 1500 Jahren etwa das letzte Mal ausgebrochen. Aber das Besondere ist, dass der Gipfel von Chimborazo der Punkt auf der Erde ist, der am weitesten entfernt ist vom Erdmittelpunkt. Denn die Erde wölbt sich um den Äquator herum, die ist da quasi ein bisschen breiter oder weiter weg vom Erdmittelpunkt. Und deswegen ist eben hier der Gipfel der höchste Punkt gemessen vom Erdmittelpunkt und damit auch der Punkt auf der Erde, der der Sonne quasi am nächsten ist. So gesehen ist der Chimborazo über 2000 Meter höher als der Mount Everest. Das muss man sich mal geben. Aber ich glaube, deshalb sind meine Kopfschmerzen wieder hier, weil wir nicht auf 3600 Höhenmeter sind, sondern auf fast 6000 Höhenmeter. Ja, das erklärt so einiges. Voll oder? Logisch, ja. Aber ich glaube, heute wird das Wetter eh nicht besser werden, weshalb wir, glaube ich, langsam losfahren. Die nächsten Tage soll es auch so bleiben wie jetzt. Also macht es keinen Sinn, hier auszuharren und zu warten, oder? Ja. Es gibt noch anderes zu sehen. Es ist so richtig kalt draußen, die Finger frieren einem ein, das kennen wir gar nicht mehr. Also in dem Sinne, obwohl hier ja eigentlich Sommer ist, haben wir auch einen Winter. Aber ja, die Kälte ist ja nicht unser größtes Problem, wir können uns ja auch aufwärmen, wir haben warmen Tee. Unser Problem ist eher die Regenzeit, denn die Nacht hat es jetzt auch wieder durchgeregnet und dabei hat sich gezeigt, dass in meinem Schrank ja irgendwie eine undichte Stelle sein muss. Da oben tropft nämlich richtiggehend das Wasser durch. Wir hatten schon mal einen Riss oben, also noch, eigentlich das war ganz am Anfang, als wir den Sprinter gekauft hatten. Es ist kein Riss, es sind die zwei Metalle, die aufeinander geklebt sind. Ja, die Naht da lässt halt einfach ein bisschen Wasser durch und wir hatten das mit Silikon auch verschlossen. Ja, anscheinend ist das Silikon einfach durch mit der Zeit und das müssten wir mal erneuern. Aber das Ding ist ja, wir können das ja nicht machen, solange es immer nass ist. Und ist eher ungünstig in der Regenzeit. Keine Ahnung, wann wir das dann tun können. Auf jeden Fall, mein Pulli war komplett nass heute früh, als ich das gemerkt habe. Und das ist halt auch etwas, womit wir jetzt da rumfahren. Auf so einer Reise geht halt immer wieder was kaputt. Letzte Woche war es noch der Turbo, der ausgestiegen ist. Diese Woche haben wir einen Wasserschaden. Ist zum Glück nicht allzu groß, also die Pullover, die Jessie da hinten hat, die fangen es halt einfach auf. Ist nicht ideal, aber ja, wir können jetzt zurzeit nichts machen. Wir müssen warten, bis es trocken ist, damit wir das silikonieren können und damit es danach wieder dicht ist. So lange müssen wir irgendwie improvisieren und schauen, dass wir das im Griff bekommen. Ist halt so. Also ja, was meinst du? Machen wir uns ready? Ja, räumen wir hier hinten auf und dann können wir los. Ja. Nicht nur wir Menschen kämpfen hier mit der Höhe, sondern auch unser Van. Jimmy hat ein bisschen gestottert und es hat ein bisschen länger gedauert, bis er gestartet ist. Wenn die Sonne scheinen würde, dann würde es ja auch ein bisschen mehr die Motorhaube, den Motor wärmen, dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Aber ja, wir kennen das ja schon von früheren Zeiten in der Höhe. Solange er dann doch startet, ist alles in Ordnung. Und wir sind jetzt auch unterwegs. Es
Es wird kein langer Fahrtag heute, die Strecke ist nicht allzu weit, aber wir machen auf jeden Fall unterwegs noch ein paar Erledigungen. Also wird es heute eher ein entspannterer Tag, würde ich sagen. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a creep. Seit wir auf der Höhe sind, versuche ich allgemein viel mehr Flüssigkeit zu mir zu nehmen, vor allem morgens. Da gönne ich mir eine ganze Kanne Tee, denn das hilft ja gegen die Höhenkrankheit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, seit wir wieder in Südamerika sind, die Höhe nicht mehr ganz so gut vertragen. Ja, keine Ahnung, wieso das ist. Wahrscheinlich waren wir zu lange am Surfen, aber ja, das hilft auf jeden Fall und damit starte ich eigentlich auch so in den Tag. Salut! Salut. Heute sind wir wieder viel zu Fuß unterwegs und da ist es uns natürlich besonders wichtig, dass wir auch Schuhe haben, die nicht nur gut aussehen, sondern die auch alles mitmachen und den ganzen Tag bequem sind. Seit mehreren Monaten tragen wir deshalb die Merino-Schuhe von Gieswein. Ich habe die Retro Runners in Grau und Roberto hat sich für die Merino Runners in Schwarz entschieden. Die Sohlen sind schön flexibel und bieten volle Freiheit beim Gehen. Ob in der Stadt oder auch bei Spaziergängen in der Natur sind es so die perfekten Allrounder für uns. Wir haben uns für Gieswein entschieden, weil wir voll hinter ihren Werten stehen. Das österreichische Familienunternehmen setzt nämlich auf Qualität und Tradition und nutzt dabei hochwertige Mulesing-Free Merino-Wolle von Kleinfarmern. Außerdem sind die Schuhe extrem atmungsaktiv und antibakteriell, was heißt, dass man sie auch barfuß tragen kann, ohne dass was riecht. Im Winter halten sie den Fuß warm, während sie im Sommer kühlen und somit sind sie jederzeit einsetzbar. Wollt ihr euren Füßen auch was Gutes tun? Mit dem Rabattcode TIRPI20 erhält ihr bis Ende Februar satte 20% Rabatt bei Gieswein. Klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder scannt unseren QR-Code ein. Ja, eigentlich hatten wir mit dem Besitzer abgemacht, dass wir uns heute früh noch mal treffen und zusammen ein Taxi bestellen. Denn es ist ein bisschen weit weg, wo wir hin wollen. Aber ja, er ist irgendwie nicht da. Mal gucken, vielleicht fangen wir hier auf der Straße eins ab oder ja, wir finden sicher eine Lösung. Und mit all diesen Hunden hier auf der Straße ist auch nicht wirklich richtig angenehm. Überall bellt es. Ja, keine Ahnung. Man kann es halt so schlecht einschätzen. Ja, vor allem ist hier halt auch so die Tollwut noch ein Thema in Südamerika und ja. In La Plata. Zum Matt? Ja. ¿Y por cuánto va a ser? $2 vale. Vale, Está vale. bien. Está abierto hoy. La feria. Vamos a ver. Wir wollen ja eigentlich zum großen Markt von Saquicili, der immer donnerstags stattfindet. Jetzt haben wir aber erfahren, dass, weil heute Feiertag ist, der heute vielleicht gar nicht stattfindet. Wir hatten absichtlich auch den Besitzer von unserer Unterkunft gefragt, ob er heute stattfindet.
Er meinte, ja, er kann es bestätigen, aber jetzt auf dem Weg hierher, also unterwegs, haben uns mehrere Leute gesagt, der findet heute nicht statt. Und ja, unser Herr Taxifahrer, der meinte, ja, mal schauen, ob er heute ist. Also wir haben keine Ahnung, ob heute noch was wird oder nicht. Mal sehen. Das Besondere am Markt von Sakisili ist, dass der eigentlich über die ganze Stadt oder den ganzen Ort verteilt stattfindet. Und hier ein bisschen außerhalb findet der Tiermarkt statt, wo Kühe, Kälber, auch Lamas, Schweine, alles Mögliche an Tieren unter den Bauern verkauft wird oder auch getauscht wird teilweise. Ja, und das wollten wir uns eben ansehen, aber so wie es aussieht, sind alle nicht so motiviert an diesem Feiertag. Und normalerweise ist nämlich der ganze Platz hier gefüllt. Ja, und jetzt sind es so gefühlt 2, 3 LKWs mit ein paar Tieren. Ach, aber das Schweinchen, das... Ja, wir gucken uns kurz ein bisschen um, aber ich glaube, viel wird es hier nicht geben. Also wir waren uns ja gar nicht sicher, ob wir überhaupt hierher kommen sollen, weil wir schon erwartet hatten, dass es vielleicht teilweise schwierig sein wird, das zu sehen. Achtung, Auto. Ja, und also vielleicht ist auch gar nicht so schlecht, dass gar nicht so viel los ist, weil also es ist schon heftig. Gerade die Schweine, wenn sie dann so schreien und quieken, das ist irgendwie... Ja, wir wollen offen sein für die lokalen Traditionen, darum fanden wir, dass wir das auch anschauen wollen. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, dass wir nicht lange hier sind, glaube ich. Wir sind zurück in der Stadt und ich höre immer noch das Quietschen der Schweine in meinen Ohren. Ja, man kann davon halten, was man will. Hier ist es Tradition. Wir haben auf jeden Fall kein einziges Tier gesehen, das irgendwie misshandelt wurde. Klar, die sind unter riesigem Stress da. Ist nicht schön, aber ja, hier ist es halt einfach so. Und wir wollen ja euch auch das Wahre zeigen. Also wir könnten euch einfach nur Berge und schöne Flüsse zeigen, aber das gehört halt auch dazu und so leben hier die Menschen. Ja, wie auch immer. Wir schauen uns jetzt hier den Markt an. Hier sind vor allem Früchte, Gemüse. Hier ist es ein bisschen entspannter und auch nicht so laut. Wir mussten jetzt diese Dame hier fragen, was sie hier verkauft, weil diese Formen, das ist schon irgendwie speziell. Wir haben das vorher noch nicht gesehen. Und das ist Panela, was eigentlich sowas ist wie Zucker, aber aus Zuckerrohr verarbeitet. Das ist ganz simpel, da wird Zuckerrohr gepresst, der Saft, der rauskommt, wird gekocht und übrig bleibt eben diese Zuckerrohrzucker quasi. Also sie nennen es halt Panela und natürlich ist es auch viel gesünder als die verarbeiteten Zucker, die wir so kennen aus dem Laden, so diese Kristallzucker, der weiße. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen, ich habe für $1 auch ein Päckchen gekauft. Ich glaube, fast egal, welche Spezialität man sucht, man wird sie hier in Sakisili finden.
Ein Teil dieses Markts ist auch dieser Bereich, wo sie ganz viele verschiedene Kartoffelsorten verkaufen. Die Kartoffel kommt ja ursprünglich aus den Anden und deswegen gibt es auch hier in Ecuador wieder ganz viele verschiedene Arten zu kaufen. Insgesamt gibt es, glaube ich, über 3000 oder 4000 Kartoffelarten. Hier sind es, glaube ich, nur ein paar, aber wie interessant eine Kartoffel doch sein kann. Was auf so einem Markt nicht fehlen darf, ist natürlich auch das Essen. Auch hier gibt es wieder so viele Essensstände mit allem Möglichen. Mal sehen, ob was auch für mich dabei ist. Mit Käse, das sind so kleine Plätzchen, die sie da von Hand formen, mit Käse gefüllt. Sie verkauft eigentlich 5 für $1, aber ich wollte nur einen, hatte nur 50 Cent und da hat sie mir halt noch einen zweiten in die Hand gedrückt. Jetzt muss ich die essen. Salzig ist es, ich hatte eigentlich Lust auf was Süßes, aber... Das ist aber sehr lecker. Schmeckt überhaupt nicht nach Mais, aber der Käse ist gut. Knusprig ist es. Was für eine unglaubliche Erfahrung wieder. Die Menschen sind einfach wieder einzigartig. Und man muss schon sagen, wir sind die einzigen Touristen hier auf diesem Platz. Und wahrscheinlich fallen wir deshalb so auf, dass uns halt jeder was verkaufen will oder wissen will, ja, woher wir kommen, was wir hier machen. Ja, man merkt auch, dass viele gar nicht aufgenommen werden möchten. Andere wieder sind voll begeistert und wollen Fotos mit uns machen. Das ist schon sehr speziell, nicht? Ja, aber man merkt auch, sie fragen immer, wofür machen wir Fotos oder wofür filmen wir? Ja. Sie kennen das gar nicht so, dass Reisende unterwegs sind und da dauernd alles irgendwie mit dokumentieren. Ja, und auch die traditionelle Kleidung finde ich ja super. Also Voll. so ein schönes Bild. Ja, aber das war jetzt genug Interaktion. Sehr Wir laufen jetzt zurück zum Van. Und ja, überlegen uns, was wir heute noch machen. An diesem idyllischen Plätzchen sind wir gestern gelandet und hier in den Wolken versteckt sich auch der Grund, wieso wir hier sind. Wir sind hier am Fuß des Cotopaxi, dem höchsten aktiven Vulkan Ecuadors. Und ja, jetzt versteckt er sich schon wieder. Wir haben irgendwie einfach kein Glück, aber heute früh hat man ihn ganz kurz gesehen. War ein tolles Bild und ich bin ja mal optimistisch und ich hoffe, dass wir heute noch mal ein gutes Wetterfenster erwischen, wo er noch mal kurz rausschaut. Wir stehen hier auch am Eingang des Nationalparks des Cotopaxi und sobald sie hier aufmachen, fahren wir rein und nähern uns dem Vulkan nochmal an. Und wie lief's? Gut, ganz einfach. Man muss einfach Pässe bringen, die registrieren die Nummer, Kennzeichen vom Fahrzeug und dann kann man rein. Es sind schon ganz viele Leute da vorne. Ich bin schon außer Atem. Wir haben noch nichts gemacht. Und das Beste ist, es ist gratis. Also alle Nationalparks hier in Ecuador sind einfach gratis, man muss nichts bezahlen. Vamos. Vamos. Richtig viele Leute da schon am Rand stehen. Ja. Ja, hier sind wir.
Wir machen gleich noch einen kurzen Zwischenhalt. Das Schöne am Cotopaxi Nationalpark ist, dass sie hier sogar auch so ein Interpretive Center haben, also eine Art Museum oder ein Ort, wo sie auch ein paar Dinge beschreiben und sagen, wieso hier was wie funktioniert und zur Fauna, zur Flora. Da schauen wir jetzt mal kurz rein und sehen uns das an. Ist irgendwie zu alles, ne? Ja. Sollte eigentlich offen sein, 8:30, aber hier ist gar nichts. Okay, fahren wir weiter? Ja. Das war wohl nix. Wir wollten uns eigentlich hier nochmal aktuelle Informationen holen, aber ja, wir haben jetzt unser Internet eingeschaltet, müssen wir halt online nochmal gucken. Ja, aber es ist schon lustig auch, oder lustig, irgendwie befremdlich, wie man hier auch bei der Einfahrt in den Nationalpark überall diese gerodeten Wälder sieht. Es wirkt irgendwie, also bei einem Nationalpark erwartet man ja, dass man versucht, die Flora und Fauna möglichst unberührt zu lassen, sie zu schützen, und stattdessen sieht man hier weite Felder, wo einfach nur Reste von Wäldern sind, die schon vertrocknet sind und umgewühlt. Und gleichzeitig gibt es hier aber auch Eukalyptuswälder, wo man genau sieht, dass in Reihe und Glied die Bäume gepflanzt wurden. Also ich verstehe noch nicht ganz, was da der Grund ist. Ich hatte gehofft, wir erfahren das vielleicht hier in diesem Interpretive Center, aber naja, vielleicht finden wir woanders Infos. Das sind Rehe. Ja, voll. 2 Stück sind's. Aber die sieht man fast gar nicht, wenn die sich nicht bewegen. Ich sehe es gerade nicht mehr. Ja, da hinten. Wir sind an der Lagune Limpopungo angekommen. Eine kleine Lagune, es ist fast eher wie ein Wasserloch, aber das Besondere ist, sie liegt ja am Fuße des Cotopaxi. Hinter mir sieht man ihn auch zwischendurch mal. Wir sind halt auf fast 4000 Metern über Meer. Da wechselt das Wetter sehr schnell, der Wind ist stark, die Wolken ziehen immer in alle möglichen Richtungen. Ich habe das Gefühl, die gehen dauernd hin und her. Aber also die Natur ist ja ein Traum. In den Anden und vor allem weiter südlich wird ja oft über Coca gesprochen, dass das Kauen der Blätter oder auch der Tee aus Coca-Blättern gegen die Höhenkrankheit helfen soll. Hier in Ecuador gibt es eine andere Methode, nämlich Chuquiragua. Das ist ein Strauch mit orangenen Blüten. Der Strauch wird auch Blume der Anden genannt und der Tee aus diesen Blüten hilft anscheinend auch gegen die Höhenkrankheit. Das ist besonders hier in Ecuador eben bei Bergsteigern sehr beliebt. Ich überlege, wenn es nicht ein Nationalpark wäre, würde ich es vielleicht auch ausprobieren, aber hier soll man keine Pflanzen pflücken. Weil so ein bisschen schwindelig ist mir auch. Ich glaube, ich könnte das auch gut brauchen. Die Coca-Blätter haben bei mir auf jeden Fall noch nie was gebracht. Eher im Gegenteil. Ich finde das richtig hässlich, dieses Zeugs im Mund zu haben und boah, gar nicht mein Ding. Coca-Tee geht eigentlich, also das finde ich ganz okay. Aber vielleicht müsste ich gegen die Kopfschmerzen, die ich ständig hier oben habe, diese andere Pflanze probieren. Vielleicht hilft das. Aber man ist hier oben wirklich so schnell außer Atem. Vor allem, wenn man sich irgendwie bückt, um irgendwelche Aufnahmen zu machen, dann kommt man hoch, dann ist es einem gleich schwindelig. Aber das geht ja alles noch. Also, was mich am meisten nervt hier oben in der Höhe, ist dieses ständige Kopfweh zu haben, das einfach nicht weggeht. Also, wir waren ja auch schon fast auf 5000 Meter oben und also mein Körper braucht auf jeden Fall viel mehr Zeit, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Jessie kann hoch und runter, ihr macht's nichts. Ich bin dann meistens am Abend komplett fertig. Aber trotzdem, also es ist richtig schön hier oben.
Ich komme immer noch nicht mit dieser Natur hier klar. Ich vergleiche es auch immer wieder damit, wo wir das letzte Mal auf so einer Höhe waren. Und die Vegetation ist ja komplett anders. Also hier sind wir auf 3800 Metern und es gibt Graslandschaften, Sträuche, einzelne Bäume sogar. Und wenn ich überlege, in der Laguna Blanca auf der Puna-Ebene waren wir auf gerade mal 3100 Metern über Meer und da war es ja komplett kahl. Da gab es ein paar Grasbüschel und sonst gar nichts. Es war ein komplett anderes Bild, obwohl wir da nicht mal so hoch waren wie hier. Man merkt einfach, dass wir näher am Äquator sind, dass es hier eben doch ein bisschen andere Bedingungen sind. Ich finde das total faszinierend und ich finde es wunderschön, auch die Farben und ja, ich finde es genial. Ich bin so froh, dass wir hier sind und ich glaube, das macht die Kopfschmerzen auch wett. Wir machen eine kurze Pause. Wir lieben es, einfach mal so am Wegrand einfach zu sitzen und einfach der Natur zuzuhören. Das ist so richtig schön. Und ja, Cotopaxi, der ist, glaube ich, heute vorbei. Den sieht man heute nicht mehr. Man merkt auch, es wird windiger, das Wetter zieht zu. Ja, man ist halt in den Bergen und das Wetter halt mal so, oder? Ja, aber ich muss sagen, also wir hatten ja gestern bei der Ankunft, hatten wir ja kurz mal richtig Glück. Ja. Es hat eigentlich gewittert, aber auf einmal gingen dann die Wolken weg und Ja. wir haben Cotopaxi einmal so richtig gut gesehen. Ja. Das war schon, also das ist so diese Kegelform von dem Vulkan mit dem Gletscher obendrauf, der so wie ein Stern so drauf liegt und das Teil ist massiv. Ja, es ist wirklich ein riesiger Berg. Aber auch heute hatten wir eigentlich Glück, weil Ja. die letzten Tage, als wir hier unterwegs waren, hat man gar nichts gesehen. Also wir waren nicht wirklich weit vom Cotopaxi weg, aber man hat ihn nie gesehen. Und Ja. jetzt, gestern und heute, richtig schön. Also von dem her können wir uns glücklich schätzen. Ja, ich glaube, das tröstet auch darüber hinweg, dass wir Chimborazo nicht Ja. sehen konnten, aber ich feiere es trotzdem hier Ja. total. In den letzten Tagen lief nicht alles so nach Plan. Zum Beispiel Chimborazo haben wir nicht gesehen, aber auch den Markt in Saquicili. Das war ja aufgrund der Feiertage nicht ganz so üppig wie gewünscht. Aber trotzdem, also hier, Cotopaxi war dafür umso schöner, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben uns trotzdem überall auch ein paar schöne Sachen rausgepickt oder mitnehmen dürfen. Ja. Und Ecuador feiern wir ja genauso wie Voll. davor. Das ist mega. Ja, und vergesst nicht, bei Gieswein vorbeizuschauen. Mit dem Code CHIRPI20 erhält ihr 20% Rabatt bis Ende Februar. Verpasst die Chance nicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, hypen und fleißig zu kommentieren. Wir freuen uns. Hasta luego. Hasta luego. Man merkt gleich, mein Mund ist eingefroren und darum kann ich nicht mehr reden.